Hallo, herzlich willkommen bei Selmas Recipes. Mit dem nasskalten Herbst beginnt bekanntlich auch die Erkältungszeit. Deshalb zeige ich dir heute ein Rezept für eine gesunde Hühnersuppe, die sowohl Körper und Seele wärmt, als auch die Abwehrkräfte aktiviert. Viel Spaß beim Zuschauen! Als Basis für die Suppe bereite ich zuerst aus einem Hähnchenschenkel eine Hühnerbrühe zu. Das Fleisch wasche ich unter fließendem Wasser gründlich ab und lege es in einen Topf. In den Topf fülle ich nun so viel Wasser, dass das Fleisch bedeckt ist, und bringe es zum Kochen. Für ein besseres Aroma gebe ich noch ein paar Pfefferkörner und ein Lorbeerblatt ins Wasser. Wenn das Wasser aufkocht, reduziere ich die Hitze und lasse die Brühe langsam vor sich hin köcheln. An Suppengrün nehme ich hier eine Möhre, ein etwa gleich großes Stück Lauch, und eine Stange Sellerie. Wenn du möchtest, kannst du auch etwas Petersilie und Kohlrabi hinzufügen. Das Gemüse wasche ich gründlich ab und stelle es kurz zur Seite. Und jetzt schaue ich mal nach der Brühe. Wie du siehst, ist das Fleisch nicht mehr komplett mit Wasser bedeckt. Deshalb gieße ich nochmal Wasser nach und lasse die Brühe weiter köcheln. Gegen Ende der Garzeit beginne ich mit der Vorbereitung der eigentlichen Suppe. Dafür nehme ich eine Knoblauchzehe und schneide sie in feine Würfel. Wenn du möchtest, kannst du den Knoblauch aber auch durch eine Knoblauchpresse drücken. Als nächstes würfele ich eine mittelgroße Zwiebel. Dann schäle und würfele ich die Möhre. Da ich die Karottenstücke gerne etwas weicher mag, mache ich die Würfel hier relativ klein. Den Sellerie schneide ich in etwa so große Stücke wie die Möhre. Und zum Schluss schneide ich den Lauch in feine Ringe. Jetzt ist die Brühe auch schon fertig. Ich koche das Fleisch gerne so lange, bis es sich leicht vom Knochen löst. Um Trübstoffe und eventuell vorhandene Knochenstücke abzufiltern, seihe ich die Brühe durch ein mit einem Käsetuch ausgelegtes Sieb. Das Fleisch befreie ich dann von Haut und Knochen und schneide die Fleischstücke in mundgerechte Stücke.
Da jetzt alles vorbereitet ist, bereite ich die Suppe zu. Für die Suppe erhitze ich 4 Esslöffel Olivenöl und brate darin zuerst die Knoblauch- und Zwiebelwürfel an. Wenn du möchtest, kannst du hier noch einen Esslöffel Tomatenmark mit andünsten, das gibt der Suppe eine schöne Farbe und einen besseren Geschmack. Nachdem die Knoblauch- und Zwiebelwürfel glasig gebraten sind, gebe ich die Möhren- und Selleriestücke hinzu und dünste sie unter Rühren gleichmäßig an. Zum Schluss gebe ich dann die Lauchringe hinein und brate sie unter Rühren kurz an. Zu dem Gemüse gebe ich nun die vorbereitete Hühnerbrühe und etwas Wasser. In die Suppe kommt jetzt noch das Hühnerfleisch und einen halben Teelöffel Salz. Die Suppe rühre ich kurz um und lasse sie aufkochen. Da ich die Suppe sofort servieren will, gebe ich jetzt die Suppennudeln hinein und koche sie nach Packungsanleitung gar. Wenn du die Suppe aber später essen willst und die Nudeln bissfest haben möchtest, dann kannst du die Suppe später nochmal aufkochen und die Nudeln erst kurz vor dem Essen darin garen. Und so sieht die fertige Suppe aus. Sie schmeckt nicht nur lecker, sondern macht auch noch satt. Wer möchte, kann die Suppe noch mit Petersilie oder Dill bestreuen. Guten Appetit! So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!